Bauernmärkte, frisches Gemüse, das Mittelmeer. Apulien im Südosten Italiens. Buongiorno! Denise ist mit ihrer Familie von Hamburg nach Apulien gezogen. Jetzt lebt sie im Süden in der Region Salento. Meine Lieblinge sind die Cornaletti. Anna stammt aus Apulien, der Region mit den berühmten Trulli-Rundbauten. Vino, Vino! Mit gutem Essen, Pasta, frischer Fisch und 300 Sonnentage im Jahr. Il sole, il mare e il vento. Viele Kurven, viele Klippen. Wir machen einen Roadtrip. Durch uralte Städte und durch Olivenhaine. Die knorrigen Bäume zählen zu den Wahrzeichen Apuliens. Landwirtschaft, Leben in der Stadt, eine Region der Kontraste. Das Meer ist immer nur einen Steinwurf entfernt. Apulien liegt in Süditalien. Wir besuchen die Hauptstadt Bari, Alberobello, Ostuni, Otranto und Castro im südöstlichen Zipfel Apuliens. Dort lebt Denise in diesem kleinen Ort. Spongano, ein wenig verträumt, rund 3.500 Einwohner, im Zentrum die Piazza. Wir treffen Denise, sie zeigt uns ihre persönlichen Lieblingsplätze. Hey, buongiorno, ciao! Come va? Im Sommer 2024 ist die ganze Familie ausgewandert, vom kühlen Hamburg in den warmen Süden. Morgens aufzustehen und die Sonne zu haben oder auch mal zu sagen, Mensch, ich brauche mal kurz ein paar Wellen vom Meer. Man sieht es, glaube ich, ich schwärme, wenn ich von meinem Dorf hier, von Spongano, spreche. Sie ist Mutter von 3 Kindern. Nur ein paar Schritte entfernt der Kindergarten. Da sind die beiden Jüngsten untergebracht. Andiamo. Komm, zack, zack. Giulia und Francesco. Ciao. Fehlt nur noch die große Schwester. Sie ist schon in der Grundschule. Da ist sie, unsere Alessia. Hallo Alessia. Von ihrem Heimatort sind es nur ein paar Kilometer nach Castro. Das Städtchen möchte uns Denise unbedingt zeigen. Besonders mag sie die Lage am Meer. Schaut euch die Landschaft an. Also man hat einen tollen Blick auf die Küste und dieser Flair von Italien, die Altbauten, die Burg. Das ist genau das, was das Schöne hier ist in Castro. Ein Rundgang durch die historische Altstadt. In Hamburg war Denise selbstständig, hat mit ihrem Mann 2 Restaurants geleitet. Nach einer Pause wollen sie hier neu starten mit einem Café. Vielleicht auch mit mehr Leichtigkeit. Wir treffen Francesco, einen Keramikkünstler, vor seinem Atelier. Er stellt diese besonderen Gießkannen her. Wow! Hast du das alles aus Terrakotta gemacht? Denise spricht fließend Italienisch. Das hat sie in ihrem ersten Jahr in Apulien gelernt. Sie wollte sich schnell verständigen können. Die Menschen hier haben keine Kontaktscheue. Und die erzählen dir sofort die ganze Lebensgeschichte, ohne Wenn und Aber. Und so kommt man mit den Menschen so leicht in Kontakt und erfährt über die Menschen einfach auch viel. Und wenn man offen dafür ist und das mag, dann ist man genau richtig hier. Das ist ja schon sehr unterschiedlich im Vergleich zum deutschen Lebensstil, ne? Ja. Ein Jahr habe ich gebraucht, um das zu verstehen und zu mögen. Und ich liebe es, ich würde es nie wieder tauschen wollen. Der Hafen von Castro. Die Stadt liegt auf einem Hügel. Zum Baden gibt es diese Plattform. Bevor wir hierher gezogen sind, haben wir das genauso gemacht wie alle anderen auch. Wir sind an die Hotspots, wo du auch eine Menge Geld bezahlst für so einen schönen Tag. Und das tun die Einheimischen nicht. Die gehen mit ihrer Liege hierher, klemmen sie unter den Arm und gehen an Felsen, wo es einfach nichts kostet. Ne? Stein statt Strand, das heißt auch keine lästigen Sandkörner überall. Kristallklares Wasser, ein paar Fischerboote im Hafen und um die Ecke die Pescheria. Buongiorno. Hier gibt es alles. Wolfsbarsch, Goldbrasse, Seehecht, Kabeljau, Dorade. Tutto fresco. Jeder kennt hier die Pescheria und wir kaufen hier super gerne den Fisch ein. Siamo vicini, ist meine Nachbarin, ja.
Was wäre Italiens Küche ohne Fisch? Hier gibt es ihn vor der Haustür. Und das ist jetzt gerade gefangen worden. Also frischer geht's nicht, ne? Frisch und vor allem preiswert. Es kommt ja direkt von den Fischern im Ort. Woher können Sie so gut Deutsch? Ich habe 13 Jahre in Deutschland gearbeitet. Wo? In Neuwied am Rhein, zwischen Bonn und Koblenz. Wir fahren weiter in Richtung Ostuni. Etwa 60 Millionen Olivenbäume gibt es in Apulien, der Hauptanbauregion für Oliven in Italien. Buongiorno. Mitte Oktober auf dem Bio-Olivenhof Pietrasanta beginnt die Ernte. 6000 Bäume, ein Familienbetrieb. Wir treffen Salvatore, den Seniorchef. Vor 50 Jahren wurde noch von Hand geerntet, heute geht das mit schwerem Gerät. Mit Netzen werden die Früchte aufgefangen. Wir machen heute einen Test, um zu schauen, wie viel Öl dabei herauskommt. Wenn es gut läuft, machen wir weiter. 10 Tage lang. Sie produzieren das hochwertige Öl Extra Vergine. Frühe Ernte heißt weniger Ertrag und hohe Qualität. Ob die Oliven schon soweit sind? Chefsache. Also, wir machen es so. Siehst du? So probieren wir das. Man kann den Duft des Öls riechen. Können Sie das Öl riechen? Das passt. Versuchen wir es. Jetzt kann die Ernte richtig beginnen. Die Ausbeute von heute kommt direkt in die Ölmühle zum Pressen. Zuerst werden die Blätter aussortiert und die Oliven gereinigt. Dann geht's in die Presse. Für das Extra Vergine benötigt man besonders viele Oliven. Aus 100 Kilo werden nur rund 8 Liter Öl. Im Biohof Pietrasanta kostet der halbe Liter 13 €. Das frische Öl duftet, intensiv und fruchtig. Unsere Fahrt geht weiter entlang der Küste. Nächstes Ziel ist Ostuni. La Città Bianca, die weiße Stadt mit den gekalkten Hausfassaden, erkennen wir schon von weitem. In dieser Konditorei sind wir mit Anna verabredet. Unser erstes Treffen. Buongiorno, Anna. Annas Eltern haben den Familienbetrieb gegründet. Gemeinsam besuchen wir den Markt. Obst, Gemüse, Käse. Hier verkaufen vor allem Bauern aus der Umgebung ihre Produkte. Anna will uns ihre Lieblingsstände zeigen. Buongiorno, ciao Ciccio, buongiorno. Oliven gibt es in vielen Varianten und Sorten. Am besten gleich mal probieren. Wie heißt die? La Bella di Cerignola. La Bella di Cerignola. Hier ist noch etwas Besonderes. Das sind le Chioppe. Man kann diese spezielle Tomaten hier so aufhängen und im Winter kann man sich eine Bruschetta oder kann man ein kleines Sugo machen. Das meiste kommt direkt aus der Region. Wer kauft denn hier so ein? Die Familie, die am Samstag einfach für die Woche einkaufen. Ja, Obst, Gemüse, die kommen. Die wissen, wo sie da nette Verkäufer haben. Und das ist auch eine einheimische. Anna trifft viele Bekannte. Klar, sie ist ja hier aufgewachsen. Ich bin dann mit 25 weg. Und seit einem Jahr bin ich länger hier als in Deutschland. Wir sind gerade mit beiden Füßen. Wir überlegen, hierher zu kommen. Und wir trainieren. Und ich spüre, wie meine Roots, Wurzel, danke, mich zurückholen. Und es ist immer wieder schön, zum Beispiel hier zu kommen und Leute zu begrüßen und sich heimisch zu fühlen. Zurück in die Heimat nach 25 Jahren in Deutschland. Was ist denn dein Geheimtipp für ein gutes Mittagessen hier in der Stadt? Wir gehen jetzt gleich zusammen in Convivio. Da wird wirklich gut, authentisch und lecker gekocht. Il Convivio, das heißt Geselligkeit und ist hier Programm. Der Laden ist immer rappelvoll.
Die Karte ist überschaubar, alles ist frisch, auch die gebackenen Auberginen. Wir machen richtig Grund. So wie wir auf dem Markt gesehen haben, jetzt können wir die essen. Genau, lecker. Frittura mista, Melanzane, Minestrone, Risotto oder Nudeln. Patricia ist Chefköchin. Für uns macht sie Tagliolini ai porcini freschi, Nudeln mit frischen Steinpilzen. Diese Portionen sind der Oberhammer. Sehr, sehr lecker. Und alles zu fairen Preisen. Die Altstadt von Ostuni. Auf Piazza della Libertà mit der Obelisk mit unserer heilige Oronzo. Stadtrundgang mit Anna. Es ist eine Menge los. Die Häuser wurden schon im Mittelalter weiß gestrichen, Kalk zur Desinfektion und als Schutz gegen die Pest. Wir schauen uns jetzt die wunderbare Kathedrale von Ostuni an. Erstmal nur von außen. Die Fassade ist nämlich berühmt für die aufwendigen Details. Dann gehen wir mit Anna herein. Die Kathedrale, für sie ein ganz besonderer Ort. Hier bekomme ich immer so viele Emotionen, Erinnerungen, weil ich hier geheiratet habe. Anna und ihr Mann Gerard sind mittlerweile seit 30 Jahren ein Paar. Für Fußmüde gibt es das Touristentaxi. Durch einige enge Gassen passt es aber nicht. Weiter mit Anna zu einem besonderen Aussichtspunkt. Ostuni, il sole, il mare, il vento. Also Sonne, Wind und freie Sicht zum Meer. Unser nächstes Ziel ist Alberobello. Bekannt für die typischen Rundhäuser, die Trulli mit ihrer einzigartigen Architektur. Und mittlerweile auch für Trubel, Kitsch und Kommerz an jeder Ecke. Seit 1996 ist die Stadt UNESCO-Weltkulturerbe und wird von Besuchermassen überrannt. Schnell weiter. Auf unserer Fahrt entdecken wir zufällig ein ganzes Feld mit verlassenen Trullihäusern. Sogar ohne viele Menschen und direkt am Meer. Das schauen wir uns genauer an. Die Trulli wurden ursprünglich nicht gemauert, die Steine einfach aufeinandergelegt. Groß ist es nicht. Der Legende nach wurden die Häuser abgebaut, wenn der Steuereintreiber in der Nähe war. Kein Haus, keine Steuern, die Devise der armen Landbevölkerung. Danach wurde alles wieder aufgebaut. Heute sind Trulli sehr beliebt. Als schick saniertes Ferienobjekt oder als Wohnhaus sieht man sie überall. Auch Anna wohnt in einem Trulli. Sie hat das Haus der Großeltern restauriert. Mit ihren Geschwistern hat sie einen Teil der Kindheit hier verbracht. Wir wurden alle im Sommer hier angesammelt, weil die Eltern mussten arbeiten. Und wir haben hier mit Opa und Oma gespielt und Sommer verbracht. Ein großes Stück Land gehört dazu, mit Oliven und Obstbäumen. Umgebaut und erweitert hat sie auch Opas alten Pferdestall. Das war eine Ruine früher. Und wir haben gedacht, mein Gott, das wäre schön, wenn wir das dazu nehmen würden. Jetzt ist es das Refugium von Anna und ihrem Ehemann, aber nicht nur für die beiden allein. Alle unsere Freunde, die kommen hier, die freuen sich, wenn sie uns besuchen. Schön, wenn wir das teilen können. Ein perfekter Ort, um Ruhe zu finden. Rund 800 Kilometer Küste hat Apulien. Felsen, Wellen, Strände und viel Platz. Angekommen in Bari, die Hauptstadt von Apulien. Sandstrände hier, Flaniermeilen dort. Prachtvolle Gebäude, weitläufige Plätze und die Altstadt mit der berühmten Strada delle Orecchiette, der Nudelstraße. Direkt vor den Wohnungen wird frische Pasta hergestellt. Alles Handarbeit. Und das ist mit Rotwein gemacht?
Ja, mit dunkler Farbe vom Rotwein. Vino Nero. Okay, und davon sind die Finger. Aber weißt du, warum ich nur wenig Rotwein nehme, um die Nudeln zu färben? Wenn ich mehr Rotwein nehme, dann passiert mit den Leuten sowas hier. Bari ist das wirtschaftliche Zentrum Apuliens. 315.000 Einwohner, 2 Universitäten, ein großer Hafen und viele Besucher. Die Großstadt auf der einen Seite, das ländliche Südapulien mit uralten Olivenhainen auf der anderen. Wir treffen nochmal Denise. In ihrem ersten Jahr hat sie Italienisch gelernt. Sie möchte mit den Menschen reden und ihre Lebensart verstehen. Dazu gehört nun mal auch viel Olivenöl. Das ist schon ein wichtiges Produkt zum Kochen, zum Verarbeiten. Die Italiener, gefühlt literweise trinken sie es die Woche. Vielleicht ist das auch das Rezept, warum hier alle so alt werden. Ich weiß es nicht. Und was ist Ihr persönliches Rezept für den erfolgreichen Neuanfang? Einfach locker bleiben, nicht so strukturiert zu sein und so geradeaus zu denken, sondern einfach offen zu sein. Und das öffnet dir viele, viele Türen hier. Wir fahren nach Otranto. Denise zeigt uns eine der schönsten Hafenstädte Italiens, Dolce Vita an der Adria. Griechen, Römer, Normannen und Türken haben hier regiert. Mächtige Mauern und ein Kastell erinnern an viele Kämpfe um die Stadt. Einst hatte Otranto einen wichtigen Handelshafen. Heute liegen vor allem Privatjachten vor Anker. Für Touristen ist es, um alles an einem Ort in kurzer Zeit zu erleben. Für uns ist es ein Ort, den wir mit Freunden verbinden, den wir uns abends hier schöne Abende mit den Freunden haben. Otranto ist bei Urlaubern sehr beliebt. Schmale Gassen, uralte Häuser und Gemäuer und die Kathedrale. Denise hat noch einen Tipp. Hier müssen wir kurz halten. Hier ist meine absolute Lieblings-Gin-Bar in Otranto. Die machen verschiedene Gins in jeder Art und Variation und hinten drin ein wunderschöner Garten. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Die Empfehlung heute, Gin mit Lavendel. Also erstmal kurz probieren. Und dann einen Blick in den Garten werfen. Hier kann man einen guten Gin trinken, mitten in Otranto. Denise hat noch eine letzte Empfehlung für uns. Die Südspitze Apuliens mit dem Leuchtturm. Fahren wir also nach Leuca oder wie die Einheimischen sagen, Finisterre, das Ende der Welt. Wir waren eine Woche unterwegs. Küsten, Strände, Sonne, gutes Essen und herzliche Menschen. Apulien, wir kommen gerne wieder.